Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Ausbruch auf 1800 $ Gold innerhalb weniger Wochen wahrscheinlich. Vorab noch ein Foto, das ich nicht vorenthalten möchte. Ich war heute in Wallis, das heißt in der Südschweiz, an der Grenze zu Italien. Dort gibt es ein Kristallmuseum. Dort werden Kristalle gesammelt oder beziehungsweise Einstrahler nennt sich das. Das sind die Leute, die professionell nach Kristallen suchen. Und da habe ich eigentlich das größte Kristall gesehen, dass man sich überhaupt denken kann. 810 Kilogramm schwer, das ist Rauchquarz. Ja, einfach unglaublich, was man da teilweise aus den Bergen holen kann. Ich weiß jetzt nicht, was wert wäre, aber da werden teilweise auch für solche großen Kristalle auch teilweise Millionenbeträge bezahlt. Also es gibt nicht nur andere wertvolle, es gibt nicht nur Gold und Silber, es gibt noch andere wertvolle Sachen. Ich meine, es ist natürlich ein mühsames und teilweise gefährliches Geschäft. Ich werde Ihnen unten im Video auch nochmal das Museum etc. und den Standort einmal machen, falls Sie mal in der Schweiz sind, ist durchaus zu empfehlen. Vor allen Dingen, das ist auch die Region, wo man diesen Blick, den ich Ihnen auch schon gezeigt hat, auf den Gletscher hat. Sehr interessant eigentlich. Das ist im Prinzip ein Ort, man fährt da mit der Seilbahn hoch und schon hat man auch den Gletscher. Also das kann man zusammen abdecken. Ja, einfach riesig, fast eine Tonne massives Gestein. Man muss eben bedenken, dass die Alpen eigentlich erst 50 Millionen Jahre alt sind. Da begann dann die Erhebung der Alpen und diesen Zwischenräumen, die dann entstanden sind, sind dann teilweise einige Keime reingekommen und dann haben sich teilweise solche Kristalle gebildet. Einfach unglaublich. Okay, so viel dazu. Disclaimer. Gold, Ausbruch auf 1800 $ in wenigen Wochen wahrscheinlich. Vermutlich wird sich Gold diese und teilweise nächste Woche noch seitwärts bewegen. Dann könnte es bald zum Ausbruch in Richtung 1800 $ kommen, der dann bis Jahresende auf 2100 $ steigen könnte. Diese nur relativ moderate Bewegung bei Gold dürfte reichen, um eine Jahrhundertrallye bei Goldaktien auszulösen, die sehr viele Investoren nicht auf dem Plan haben und daher verpassen dürfen. Der Grund für den starken Anstieg bei Goldaktien ist die derzeitige kaum erklärbare Unterbewertung. Nutzen Sie daher die letzte Gelegenheit, die Ihr Leben verändern könnte. Schauen Sie dabei nicht auf kurzfristige Trends, die Sie nur von dieser Jahrhundertchance ablenken soll. Ja, das ist das Unglaubliche. Die Leute sind generell von der Performance von Gold etc. frustriert. So, und jetzt wird auch Gold nicht viel steigen. 2100, meisten werden mit den Schultern zucken. Das interessiert mich nicht, was bedeutet das? Aber was nicht gewissen wird, es wird sozusagen den Pfropfen bei Goldaktien lösen. Diese extreme Unterbewertung, die wirklich nur kurzfristig meiner Meinung nach in dieser Dimension aufgehalten worden, wird nach oben schleudern, wie Katapulte wird es hochgehen. Und obwohl dann nur Gold vielleicht auf 2100 geht, da werden wir viele Aktien haben, die 15, 20 und mehrfache sich dann nach oben bewegt haben, also eine wesentlich stärker performen werden als Gold selbst. Und dann denken Sie, die meisten Statisten gehen davon aus, dass es dann noch bei Gold weitergeht bis nach 2300, vielleicht im ersten Quartal, bis Mitte des Jahres bis 2500 Gold. Und ja, Silber wird ja auch mit über 50, 58 als Ziel dieser Rallye angegeben. Bis dahin dürfen Goldaktien steigen. Und also wenn es dann diesen längeren Schub gibt, erstmal bei denen bis 2100, dann bis 2300, 2500, das ist eigentlich ganz unglaublich und dürfte meiner Meinung nach formt sich damit der längste zusammenhängende Goldaktienbullenmarkt. Denn die letzten Intermezzos, die wir hatten, waren ja 2016, da ging es dann vom Januar bis August, das waren 6, 7 Monate und dann seitwärts und gefallen. Das gleiche mehr oder weniger von Anfang 2020, also März 2020 bis August, wenige Monate und ist vorbei. Das dürfte dann länger sein und dürfte wesentlich energiereicher sein. Und der GDX und GDXJ, also die Indizes der Goldaktien, dürften
dürfen ihren Kanal, in dem sie sich aktuell bewegen, ausbrechen. Und das dürfte ziemlich interessant sein für Goldaktien und wir könnten eine hohe Performance erwarten. Ja, nochmal eine Anspielung auf das Video von gestern, falls ihr es gesehen habt. Dort hatten wir gesagt, dass wir einen vermuten, eine Tageskerze vermuten, nach oben. Also Silber hat heute mit der grünen Tageskerze die Umkehr bestätigt. Siehe Video von gestern. Es muss aber weiter dieser Trend bestätigt werden. Goldaktien GDXJ ebenfalls heute deutlich positiv und wir halten fest, dass diesmal dass einmal die Korrektur vorbei sein wird und ein explosiver Anstieg folgt. Ja, also wenn auch Silber sich freikämpft aus diesen ganzen Drückungsorgien und zum finalen großen Schub ansetzt, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht am erstmal Jahresende bis 36 und dann Mitte des Jahres bis 85. Das ist auch Musik für Goldaktien. Aber hier nochmal eben ganz genau zu sehen, nochmal diese Kerze hier, die nach oben geht, die hatten wir gestern noch nicht. Und insofern lagen wir richtig. Das ist natürlich immer schön, klar. Eine Kristallkugel hat man auch nicht, obwohl Sie sehen nicht. Heute gibt es mal eine Ausnahme. Heute ist auch eine Kristallkugel mit bei. Ja, Kugel vielleicht nicht ganz. Ich denke, es geht noch ein bisschen seitwärts diese Woche und dann wird sich das langsam manifestieren zum heftigen Aufschwung, die viele gar nicht für möglich halten. Ja, Goldprojektgenerator Australien, hohes Risiko. Die haben im Wesentlichen drei Projekte. Das Welligen North-Umfeld. North-Gebiet umfasst die nördliche Erweiterung des Vulkanhügels Molong, der sich nördlich von Australien größten Goldproduzenten Cardia East befindet und Alkans jüngstes Gold-Kupfer-Entdeckung Boda umgibt. Also bestehende Produktion ist da. Hochgradig epithermale Goldzähne werden ebenfalls verfolgt, ähnlich wie das historische Bondora Goldfeld, das sich 3 Kilometer von der Boda-Entfernung entfernt findet und eine Produktion von 2300 Unzen bei 26 Gramm pro Gold zwischen 1869 und 1917 aufweist. Ja, da sehen Sie, früher, vielleicht vom Jahrhundert, da hat man diese Low-Grade-Goldgebiete, würde ich mal sagen, hat man sich gar nicht mit abgegeben. Da war sowieso nur hochgradige Produktion interessant. Heute sind ja teilweise Projekte mit einem Viertelgramm Gold teilweise effizient. Meistens ist es ein Nebenprodukt von Kupfer oder so, aber da sehen Sie mal, wie es in der Vergangenheit war. Da hat sich nur hochgradiges Gold gelohnt. Das hat sich heute geändert. Ja, auch die Bohrergebnisse sind gut. Sehr hochgradig, 31 Gramm pro Tonne Gold, 52 Gramm pro Tonne Gold, 44 Gramm pro Tonne Gold, 67 Gramm pro Tonne Gold. Heute gab es News, deswegen auch dieser Ausstieg. Ich glaube, die Aktie wurde auch teilweise ausgesetzt. Sichtbare Kupfersulfid-Mineralisierung über 740 Meter durchschnitten. Erste Untersuchungsergebnisse liefern starke Kupfer-Gold-Molybden-Ergebnisse aus dem oberen Teil des Corvette-Prospekt. Ja, das kann dann immer zu solchen Ausschlägen führen. Und wir hoffen natürlich, wenn dieser Bullenmarkt kommt und bei vielen haben bislang, sage ich mal, positive Bohrergebnisse eigentlich gar nicht weiter darauf reagiert. Aber Sie sehen, die Aktien beginnen darauf zu reagieren und diese Ausbrüche sind gewalttätig. Und dann kann man immer nur noch sagen, schade, dass man bei dieser Mine nicht mit bei ist. Und wenn sich jetzt dieser Goldbullenmarkt auf 2100, wie ich gesagt habe, 2300, 2500 voll ist, können Sie sich ja vorstellen, wo diese Aktie denn sein könnte. Also die absolute Kaufchance, nochmal ganz billig reinzukommen, will ich einfach hiermit nochmal zeigen, die geht ganz schnell vorbei. Ja, hier nochmal die anderen Projekte. Das hatte ich erwähnt. Da war diese Entdeckung Kupfer-Gold-Projekt Myal, umfasst die nördliche Ausdehnung des Vulkangürtels Juni, Narumi, der etwa 50 Kilometer nördlich und entlang des Kupfer-Gold-Bergbaudistrikts Nordparks. Das nennt sich China Molybden Sumitomo. CMZO 219 liegt. Die Explorationslizenz hat eine Fläche von 245 Quadratkilometer und gilt als äußerst aussichtsreich für eine Kupfer-Gold- Porphyrie-Mineralisierung des Types Nordparks. Ja, das hat sich mehr oder weniger heute eben auch mit diesen Bohrergebnissen bestätigt. Mehrere bestehende Kupfer-Gold-Molybden-Abschnitte, ja, technische Kennzahlen. Ich meine, das ist Low-Grade 0,54
Kupfer 0,15 Gold AU, aber die haben eben ihre Technologien, das dort dementsprechend effizient im Tagebau abzubauen. Und da darf man sich davon nicht so beeindrucken lassen, dass es nicht so hochgradiges ist. Aber wenn es eben sehr große Gebiete sind, wie diese 720 Meter, dann führt das zu solchen Kurssprüngen und dann ist es grundsätzlich eben auch interessant. Das Parks-Projekt umfasst 2 Exploitationslizenzen, der Parks-Vollzone, etwa 25 Kilometer südlich der Cannes Gold betrieben und der kürzlich definierten Goldressourcen bei Roswell, also Nachbarn, die haben auch 626.000 Unzen Gold da liegen. Ja, das sind nochmal ein paar Bohrergebnisse. Wie gesagt, Sie haben 3 wirklich interessante Projekte, wo jetzt, sage ich mal, gute Bohrergebnisse vorliegen. Vielleicht muss man jetzt mal schauen, dass diese Aktie dann ein bisschen seitwärts geht. Es geht meist nach so einem Spike dann wieder zurück, aber grundsätzlich dürfte die bei höheren Goldpreisen auch Richtung 1 $, 2, 3, 4, 5, vielleicht irgendwo und in der Mania irgendwo 5 bis 10 hingehen können. Und das ist dann das Attraktive an diesen Art von Investments. Ja, Goldaktienbullenmarkt 1970er Jahre. Das ist unser sozusagen ein großes Vorbild, beziehungsweise eine große Hoffnung, dass wir was Ähnliches erleben. Damals sind in der zweiten Phase des Goldbullmarktes. Wir hatten einmal einen Anstieg von Gold von 35 $ 1971 bis 1974 auf 200 $ und dann hat das Gold sage und schreibe von 200 $ auf 100 $ korrigiert. Dann waren natürlich auch die Goldaktien dementsprechend kaputt und von diesen 100 $ ging es dann mehr oder weniger erstmal relativ langsam noch auf 200 $ und dann exponentiell hoch auf 850 $. Das sieht verdammt ähnlich mit unseren heutigen Zahlen aus. Also wir hatten auch diese Korrektur bis 1000 $ 2016, haben uns dann wieder rangepischt oder werden uns ranpischen an 200 $ und dann mag möglicherweise der Pfropfen auch hier hochgehen. Wie wir wissen, ist es nicht so wie in den 1970er Jahren. Das sind irgendwie, ist anders, ist länger, ist verzerrter, kann man nicht vergleichen. Aber was man sicherlich sagen kann, dass es auf alle Fälle eine zweite Welle von Goldmania geben wird, so wie wir sie zwischen 2000 und 2011 mehr oder weniger erlebt haben. Da wird es sicherlich eine zweite Welle geben und dementsprechend auch eine Goldaktienmania, wie es schon bei der ersten Welle war. Und die versuchen wir abzufassen und hoffen solche ähnlichen Ergebnisse. Also was kann man tun? Man kauft einfach Penny Stocks mit großen Ressourcen, die Superlative haben, weil natürlich das Big Money irgendwann reingeht und die gucken natürlich nach großen Ressourcen etc. und die dann die Kurse treiben. Und es ist natürlich ratsam davor, in solchen Aktien vorher investiert zu sein. Keine Frage. 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, zu selektieren am moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen einen Potenzialfaktor. Ja, also schauen da wirklich auf die Anzahl der Unzen, Gold, Silber, Anzahl des Grades, Länderrisiko, Marktkapitalisierung und da kommt dann eine Zahl raus und das dient einfach dazu, das Potenzial der verschiedenen Aktien besser vergleichen zu können. Eine Exit-Strategie ist auch mit bei, sondern einfach mal eine Grundüberlegung, was kann man investieren, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist. Ich hatte mir gestern noch mal einfach nur mal Revue passieren kann, wie war es dann 2011? Also 2011 war das so, es sind ja auch nicht viele eingestiegen, sondern angelockt worden von den Goldaktienmarkt, aber als dann Goldaktien mit Silber zusammen da mehr oder weniger die Höhe erreicht hat 2011, theoretisch, jetzt im Nachhinein sind wir alle klüger, hätte man das verkaufen müssen und solche Aktien wie Tesla, Apple, Nasdaq Index vielleicht oder was weiß ich auch gehen können und wäre dann gestiegen. Also das kann man natürlich nicht wissen, aber was ich damit sagen will, äh, wenn so eine Goldaktienübertreibung, wie auch immer das jetzt stattfindet, vorbei sind dann Goldaktien erstmal unattraktiv und da auch der ganze Gold- und Silbermarkt vermutlich nicht mehr super attraktiv. Dann ist es denkbar wie 2011, dass man vielleicht in Aktien umschichtet. Nun ist mir vollkommen bewusst und ich bringe das ja auch an, dass wir auch zunehmend mit dem systemischen Risiko, dass ich da eigentlich eher auf der Grundüberlegung bin, dass man von diesen Goldaktien gewinnen, eher mehr Gold und Silber kauft, um vielleicht dann mögliche Bankenschließung, ein mögliches systemisches Risiko natürlich dementsprechend besser ähm,
zu bewältigen kann. Aber es muss nicht so kommen, das müssen wir noch genau beobachten. 2011 wäre das der richtige Schritt gewesen. Nur darauf weise ich hin. Und wenn es zu diesem systemischen Risiko kommt, dann wird es irgendwie nach dem Reset oder was auch immer kommt, Währungsreform oder Einsetzung von Gold und Silber als Geld, wird es sicherlich auch irgendwie wieder gehandelte Aktien geben und es wird gute Aktien geben. Und wenn man sich an denen in der Frühphase beteiligt, kann man die Kaufkraft sehr, sehr, sehr gut von Gold und Silber dann transferieren, weil ist ja logisch, wenn Gold und Silber sozusagen in die Mania-Phase übergeht, diese bleiben nicht lange stabil. Sie müssen sich einfach bewusst machen, 1980, als Silber bei $50 war, das ist ja auch in kurzer Zeit auf $50 gestiegen, irgendwo in einem Jahr. Ich weiß nicht genau, von 6 auf $50, mehr oder weniger in einem Jahr. Und dann auch mehr oder weniger genauso wieder eingebrochen. Und hat sich dann irgendwo bei 6, auch 5 oder $6 wieder eingebrochen. Sowas ist möglicherweise auch unter anderen Vorzeichen auch denkbar. Daran sollten Sie denken, das sind weder Goldaktien, aber auch nicht unbedingt Gold und Silber sind mh, Investment für die Ewigkeit, auch wenn es suggeriert wird. Das ist ein Kriseninvestment. Wenn wirklich große Unsicherheit wird, geht es zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen. Sobald dieser ökonomische Tiefpunkt erreicht wird, wird irgendeine Form von Wirtschaft wieder anspringen. Und die Leute haben dann ja auch, weil sie alle kein Geld haben, auch gar kein Geld für Gold und Silber. Sie wollen einfach leben, sie wollen Produkte nachfragen, sie wollen arbeiten, sie wollen sich beteiligen. Und das spricht dann natürlich dann wieder für einen neuen wirtschaftlichen Aufschwung. Also es ist in erster Linie ein Transfer für diese Zeit, wo es eben jetzt noch diese vielen Gelder, die leider durch nichts gedeckt sind, Gold und Silber eben hochtreiben. So, wenn die Währungsreform kommt oder sich das total inflationiert hat, hat keiner Geld und hat auch keiner Geld mehr, Gold und Silber zu kaufen. Und das dürfte meiner Meinung nach dann der Grund sein, dass die Kaufkraft dann auch wieder sinkt oder sich auf einem niedrigen Niveau einpendelt. Ja, einen Portfoliovorschlag habe ich auch noch entwickelt. Das sage ich mal noch ganz dezidiert. Wird dann nochmal geguckt auf die Aktien, weitere Informationen hinzugefügt und auch eine persönliche Beratung biete ich da. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Das ist ein ganz sehr guter technischer Abwickel in erster Linie. Also es manchmal könnte schwierig werden, an physische Ware zu kommen. Hier ist es eine Überweisung schon, ist ihr Gold und Silber im Zollverfahren in der Schweiz gut geschrieben. Genauso ist der Verkauf. Und Sie kommen dann mal an Gold und Silber, wenn Sie vielleicht anderswo bei anderen Edelmetallhändlern irgendwie mit Kaufgrenzen oder mit langen Schlangen etc. konfrontiert sind. Ist vielleicht eine Alternative. Immer erst Preisvergleich für Gold und Silber auf gold.de, ja klar, einfach Vergleichsportale anschauen. Nützliche Informationen, da gibt es Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, Edelmetalle-Einlagerung, Schweiz oder Liechtenstein, Langfristcharts, Gold, Silber, Uran und andere Rohstoffe, ja, Literatur über Goldaktien, weitere wichtige Informationen, Diskussionsforen wie COCA, Videos von Analysten und generell hier meine Kontaktdaten, wenn es irgendwelche Fragen, Rückfragen, Anregungen, wie auch immer gibt oder Zustellungsprobleme, ein Report, ich leite hier und da manchmal unter Spam, sagen Sie einfach bitte Bescheid. Ich würde mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, wenn Sie das noch nicht haben, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit zugesagt hat. Ja, nochmals vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Restabend.